Solche Gewaltkuren haben Sie mit Rita Hayworth wohl nicht gemacht. Sie gehörten lange zu Ihrem persönlichen Stab. Ja, ich war 18, als ich sie kennenlernte. Sie ist sehr komisch jetzt. Im Grunde ist sie ganz gescheit, was Sie möglicherweise nicht feststellen, wenn Sie sie zum ersten Mal und im ungeeigneten Moment treffen. So viele Hollywood-Stars erliegen im Alter dem Alkohol. Man muss das verstehen. Die Hayworth war schon mit 12 Jahren als Tänzerin erfolgreich. Und dann wurde sie diese Weltberühmtheit. Und dann die Heirat mit Ali Khan. Sie musste sich dafür einem strengen Trainingsprogramm unterziehen. Ein ganzes Jahr lang Unterweisung in feinen Manieren. Einmal war ich mit ihr in Europa. Ich habe die Leute gesehen, wie sie in die Knie gingen und den Boden küssten, den Rita betreten hatte. Und immer wieder riefen: Princess, Princess, Princess. Zunächst gar nicht prinzessinnenhaft schmückte Miss Dynamit die amerikanischen Soldatenspinde. Sie war die angebetete Liebesgöttin, die Frau mit dem betörendsten Dekolleté, das Glamour-Girl von Hollywood. In Alaska begrub man ihre lebensgroße Statue in Gips, in der Wüste von Nevada ihre Büste aus massivem Gold, um späteren Generationen das Bildnis der Schönsten einer Ära zu erhalten. Sie feierte in Filmen wie Gilda, Lady von Shanghai, Covergirl, Carmen und Salome Triumphe. Und als Fetischisten ihre Silhouette auf die erste Atombombe malten, nannte man sie Venus des Atomzeitalters. 1936 heiratete sie den texanischen Ölmillionär Edward Judson. Ihr zweiter Mann wurde 1943 Orson Welles. Weil sie seine Genialität nicht mehr ertragen konnte, erhörte sie 1949 Ali, den Sohn des Ismaelitengottes Aga Khan, den begehrtesten Junggesellen jener Tage. Ihm zuliebe gab sie das Schauspielern auf. Aber nur vorübergehend. Der nächste war ein argentinischer Schlagersänger namens Dick Haymes. Nummer 5, auch das ist längst vorüber, war Filmproduzent James Hill. Seit 13 Jahren hat sie keinen mehr für die Ehe geangelt. Gegen Langeweile spielt sie morgens Golf, Tag aus, Tag ein, unbeachtet. Simone de Beauvoir, die der Hayworth 1947 auf einer Party begegnete, zu der die Diva allein gekommen war, orakelte: Ein Star ohne Mann ist trostloser als ein Waisenkind. Das Haus im mondänen Beverly Hills, Erinnerung an verblichenen Glanz, ist der Schlupfwinkel ihrer Einsamkeit. Manchmal kommen ihre Töchter, Rebecca Wells, inzwischen mit einem brotlosen Künstler verheiratet, und Prinzessin Jasmin oder ihre Neffen und Nichten zu Besuch. Kollegen von früher empfängt sie so gut wie nie. Mit Hollywood-Charme führt sie durch ihr Heim. Das ist ein Bild, das meine Tochter Jasmin 1957 gemalt hat. Und das hier ist eins von Mama, früher als 1957. Aber ich werde Ihnen nicht sagen, aus welchem Jahr. Perlen- und Tigergemustertes, jeder kehrt zum Ursprung zurück. Sie war das einzige Kind eines spanischen Tänzers, Margarita Carmen Cansino. Ihr erster Film, da war sie gerade 16, hieß Dantes Inferno, ein böses Omen, wie er heute scheint. Dann änderte man ihren Namen und damit ihr Leben. Noch immer gelten für sie Hollywoods sogenannte Regeln der Illusion, wonach ein weiblicher Star unerreichbar sein muss, schön, fern und stumm und auf Fragen keine oder nur zögernd eine vorher einstudierte Antwort geben darf. Das ist das Teuerste, was ich habe. Eine Erinnerung an die Zeit mit Ali Khan. Eine Woche nach unserer Hochzeit in Bronze gegossen. Ali Khan and myself. This was done about a week after we were married. And it's in bronze. It's my hand and his. Es sind unsere Hände, die sich umfassen. Friede. Peace. Hundetreue umgibt die Altdiva, die für sich den Ruhm in Anspruch nehmen kann, alle Männer verlassen zu haben und keiner sie. Jetzt sind ihre ständigen Begleiter 3 Dackel, die ihr Hobby teilen, Schwimmen. Ich schwimme täglich. Mein Swimmingpool hat Sommer wie Winter 95 Grad Fahrenheit. Das sind 32 Grad Celsius. Sie scheinen ganz schön verfroren zu sein. Ja, eisig. Hat sich eigentlich das Gesellschaftsleben von Hollywood verändert zu früher? Das weiß ich nicht. Dazu gehöre ich nicht. Hab nie dazu gehört. Ich meine, ich kenne viele Leute, enorm viele. Sie haben hier in Beverly Hills Kollegen in nächster Nachbarschaft. Glenn Ford, James Stewart. Ich habe keine Stars um mich herum.
George Masters ist mein größter Star. George Masters is my biggest star. Der Maskenbildner ist ihr Reflektor, retuschiert das mit den Jahren immer mehr gehasste Ebenbild, weckt das alte Selbstgefallen. Die beiden errechnen hier, dass Rita ein Drittel ihres Lebens vor dem Quecksilberding verbrachte. Sie lernte tanzen vor Spiegeln, sie wurde stundenlang geschminkt vor Spiegeln, sie liebte umgeben von Spiegeln, weil fast alle ihre Männer diesen erotischen Anschauungstick gemeinsam hatten, und die Momente, wo sie sich ganz einfach gern selbst betrachtete. Great. I like it. I started working when I was like 12 years old in Tijuana, Baja California. Ich habe mit 12 Jahren schon in Tijuana, Kalifornien, zusammen mit meinem Vater getanzt. Ich habe eine Menge berufliche Erfahrung. I was like 12, 13 years old. Hat sie ihr großer Erfolg eigentlich glücklich gemacht? Wissen Sie, ich spreche nicht gern von Erfolg. Ich habe mein ganzes Leben dafür gegeben, zu tanzen und zu spielen. Und diese Arbeit betrachte ich nicht als Erfolg. Consider it success. No. Ich empfinde es anders. Ich halte mich nicht für einen Erfolg im Sinne von Elke Sommer. I don't think I'm successful in the sense of Elke Sommer. What did I say? Was habe ich gesagt? Für mich ist Erfolg etwas ganz Natürliches. Ich wurde zur Bühnenarbeit erzogen, bin aufgewachsen damit. Das ist alles. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären könnte. Wissen Sie, ich war nie eine Naive, eine Ingénue, wie man in Frankreich sagt, ein unbeschriebenes Blatt. Das war ich nie, Gott sei Dank. Thank heavens. Well, I have been married. Ich bin 5-mal verheiratet gewesen. Ich glaube, jeder sollte es mindestens 8-mal sein. I think everybody should be married at least 8 times. Um Bescheid zu wissen? Nein, nein, man lernt es wohl nie, das richtige Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Es ist viel zu kompliziert. Es war wohl keine Frau so begehrt wie Sie in den 40er Jahren. Jeder GI trug ihr Bild bei sich. Die Männer waren fasziniert. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, weil ich verstehe. Ich bin allen sehr dankbar dafür. I'm very grateful. Love is Liebe ist der Schlüssel zu allem. Selbst heute noch schwärmen die ganz Jungen von Ihnen. Eine Popgruppe hat sogar ein Lied über Sie geschrieben. Das war sehr schmeichelhaft für mich. and they said, "Oh," and she called me Mom, and she said, "Mom," she said, "I found the sweetest thing. You must listen to." Eine Freundin meiner Tochter hat es in London entdeckt. Sie rief an und sagte, Mom, ich habe etwas Bezauberndes gefunden. Du musst es hören. Und hier ist es. Sweet. Achten Sie auf den Text. Liebe Rita Hayworth, seit 27 Jahren schmachte ich nach Ihrer Schönheit. Ich bin verrückt nach Ihnen. Bitte schicken Sie mir möglichst sofort ein Bild in Pose, damit ich überm Bett Sie in Glanzpapier bewundern kann. In allen Mädchen suche ich Sie, bisher ohne Erfolg. Sweet, because Yasmin and her girlfriend found it in London. Süß, nicht? Jasmin, meine Tochter und ihre Freundin haben es in London entdeckt. Ich glaube, letzten Januar. Die Worte sind wirklich süß, nicht? Sweet thing to it. Ihre Patina ist nicht echt. Ob sie es weiß? Glamour Girl, Liebesgöttin, Venus unserer Zeit. Eine Steigerung im Alter kennen diese Begriffe nicht. Der Rest ist Schweigen. Die Los Angeles Times hat kürzlich geschrieben, Rita Hayworth ist nicht tot, sie lebt auch nicht in Europa. Man hat sie bloß vergessen. Ah, sweet! Isn't it sweet? Noch einen Funken letztes Feuer. Da tanzt sie ab, die Göttin oder vielmehr das, was von ihr übrig blieb.